Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy X. Heute die Maßgabe ist die Wüste Bikanel. Direkt mit dem verunglückten Satz gestartet. So, demzufolge werden wir jetzt unseren 3 Experten jeweils eine Käfigwaffe geben. In der Wüste Bikanel werde ich zuerst die Monster fangen, die noch allgemein fehlen für die Monsterfarm. Dann gibt es da einen besonderen Gegner, der heißt Mushu Fushu, den fangen wir 4-mal und dann gehen wir direkt zurück in die stille Ebene und holen uns die Belohnung dafür. Dann gibt es nämlich 99 Absolutionssalze. Und damit können wir 0 Monster in die Waffen basteln. Und nur deswegen mache ich das eigentlich. Dann nehmen wir natürlich die ganzen Gebiete trotzdem mit. Und danach machen wir das Kaktor-Quest. Ich habe gelesen, wenn wir dort die Kaktoren jagen, wir müssen keinen einzigen fangen, wir können trotzdem Siegel bekommen. Sehr schön. Zumal der sich auch ordentlich Schaden machen lässt. Den brauchen wir auch nur einmal. Ist direkt erledigt. Schwarze Ifrit werden wir auch angehen, wenn wir dann ganz oben beim ehemaligen Versteck sind. Übrigens können wir auch das schwarze Magus-Drittel nächstes Mal versuchen, denn wir haben ja mit Waka und Oren jetzt jeder eine Waffe, die Präventivschlag haben. Das heißt, selbst wenn wir in den Hinterhalt geraten sollten, könnten wir das direkt ausbügeln. Weil wir trotzdem anfangen. Das sind die Gegner, die wir fangen müssen. Mushu Fushu, Sandwolf und Alkione. Genau diese Gegnergruppe suche ich. Diese 0 Monster werden uns dann nämlich helfen, wenn wir im Kaktor-Quest sind, dass wir dann dort in Ruhe arbeiten können und nicht permanent durch irgendwelche Zufallskämpfe gestört werden. Die anderen beiden, das Flugvieh und der kleine Wolf, könnten auch Monster-Spezial geben. Denn die Gegner, die gibt es in Omega-Ruinen nicht und in Zinn auch nicht. Und alle anderen Gebiete haben wir ja fertig. Gut, abgesehen vom Donnergiganten in der Donnersteppe.
Zum nächsten Gebiet ist dann Sandsturm. Hier ist eine Kiste, die wir noch gar nicht aufgemacht haben. Aha. Kommt jetzt etwas überraschend. Die Truppe kommt dagegen ganz gut. Dann ist der Sandwolf fertig, aber Alkione und Mushukushu brauchen wir noch einmal. Dazu gibt es hier noch einen Montisaurus und die Kaktuan. Das ändert alles. Die hingegen brauche ich nicht. Das kennen wir schon. Ich will erstmal abwarten, dass die anderen Gegner noch kommen, die wir brauchen. Bevor wir weitermachen. Den haben wir schon. Vielleicht mal was Sinnvolles tun, falls wir gegen die schwarze Ifrit kämpfen wollen. Nämlich Jojinbo vorbereiten. Und der war immer noch nie dran. Hierzu ein Geschick steigt um 2. Ne, das ist bisschen sehr wenig. Zombie nehmen wir aber mit.
sind die falschen Gegnertypen. Das sind die richtigen. Montisaurus und Kaktor fangen wir dann später. Jetzt holen wir uns erstmal 0 Monster ab. Den Weg her sollten wir dann relativ schnell wieder bekommen, wenn wir keine Monster zu fürchten haben. Das ist doch das letzte Mal, dass mir diese Strecke jetzt Bammel bereitet. Dass wir wieder kämpfen müssen zwischendurch. Worauf ich nicht wirklich Lust habe. Ich weiß nicht, ob schneller wäre nach Makalania. Gut, dann müssen wir aus den ganzen Wald runterlaufen, um uns dahin teleportieren zu lassen. Oder Bergaga setzt. Müssen wir runterlaufen, dann können wir aber die Frau mit dem Chocobo relativ schnell ansprechen. Bevor wir dann das Kaktor-Quest machen, machen wir natürlich noch schnell die schwarze Ifrit, damit wir uns damit nicht mehr rumärgern müssen. I'll be right back. Drei Kämpfe brauchen wir irgendwie immer, um hier durchzukommen. Aber heute, wenn wir gut sind, wenn man Glück hat, braucht man nur 2. Normal sind 3, mit Penya braucht man 4. Dreimal die gleiche Gruppe. I'll be right back. Das Absolutionssalz ist das, was wir brauchen. Um 0 Monster reinbauen zu können in die Waffe. Was haben wir denn noch Schönes gerade bekommen? Für die Chocobo-Federn, das ist sowas wie Auto hast, aber das haben wir ja eigentlich schon.
hast, sind die Chocobo-Federn gut, aber ist ja jetzt nichts, was sich lohnt. Saisonende, das passt. Gucken wir den ganzen neuen Techniken, die wir haben, bevor wir dann den Bestas irgendwas beibringen können. Dafür brauchen sie, glaube ich, immer nur Spheroiden, genau. Gucken wir, ob wir unserem Liebling was beibringen können. Hades-Magie müssen wir auch mal langsam lernen. Machen wir alles, wenn wir dann in Sinn sind, trainieren können. Schon fast am Überlegen. Ja, Barmut bräuchte was, um sich zu heilen. Erzengel braucht er dagegen nicht. Haskar ist auch totaler Blödsinn. Warum sollte Bahamut Haskar zaubern? Wenn er doch eh nur ein einziger ist und das nicht auf die Gruppe geht. Nach der Wüste, wenn wir dann als Ifrit besiegt haben, werden wir natürlich trotzdem nochmal schnell Wacker eine andere Rüstung geben, damit wir den Montisaurus noch fangen. Aber ansonsten spricht ja nichts dagegen, dass wir jetzt erstmal ohne Zufallsbegegnung weitermachen. Für Ifrit müssen wir jetzt zum Gebiet, wo das Versteck war. Ich hoffe mal, da können wir auch speichern irgendwo. Hier müssen wir nicht lang. Da habe ich gerade schon gehangen. Vor einer Viertelstunde. Also in der Folge und in der nächsten werden wir dann die Wüste Bikanel soweit abschließen. Können wir danach eigentlich gucken, ob wir erst ein bisschen durch Sin wandern oder erst ein bisschen durch die Omega-Ruinen gehen. Sehen. In Omega-Ruinen dann Ultima Weapon. Da müssen wir aufpassen, dass wir den bestechen und nicht normal besiegen. Schließlich wollen wir ja für 1,4 Millionen, wie viel Geld haben wir eigentlich derzeit? Na, da fehlt noch ein bisschen was. Kriegen wir nämlich 70 Pendel. Damit können wir Triple-Ekstase in die Waffe bauen. Also mit 0 Monster sollte es auch kein Problem sein, falls wir öfter zum schwarzen Ifrit laufen sollten. Das ist natürlich trotzdem nervig. Aber das erleichtert uns wenigstens die Kaktorjagd.
Steht da schon? Unser Zielobjekt. Ich glaube, nur damit kommen wir über diese Schlucht drüber, ansonsten wären wir hier nie reingekommen. Ganz unauffälliger Hinterhalt. Sind jetzt mal so doof und laufen natürlich in die Falle. Zählt bestimmt als Hinterhalt. Jetzt entscheidet sich natürlich, wie lange die Folge wird, ob wir diese Wege noch ein paar Mal gehen müssen oder ob wir relativ viel Glück haben. Bahamut hat ja letztes Mal ganz am Anfang sofort geklappt und dann eine Weile gar nicht. Den werden wir mal sehen. Aber er nickt nicht, das heißt, wir machen diesen Weg nochmal. Schade. Mit den Szenen natürlich mitunter ein bisschen nervig, bei Bahamut ging es ja relativ zügig. Auch nicht mal Selbstmord klappt hier. Also bei Wacker hat man die hohe Verteidigung gemerkt und bei Yuna, dass er Protest hat. Also Yuna hat der Autoprotest, Autophoenix und Autohass in ihrer Waffe. Ich will das nur weghauen, damit wir demnächst die Sanubia-Wüste locker, flockig umkurven können, ohne uns damit rumärgern zu müssen. Zweiter Versuch. Nervig ist halt nur der Weg immer dahin. Wir hätten noch definitiv einen Speicherpunkt näher ans Ziel bauen können. Eigentlich war ein Speicherpunkt am Eingang des Verstecks, aber das hilft uns ja nicht. Jojo, dann nur jetzt ein bisschen mehr Leidenschaft, bitte. Damit wir danach das Kaktor-Quest angehen können. Weil ich die extra im Bett gelernt habe, um uns in die Falle zu locken, ist natürlich auch ein bisschen stark.
Also man sieht die Schlucht, wo dann das alte Heim stand, was wir in die Luft gesprengt haben. Rico macht direkt Feierabend. Na los. Also je nachdem wie lange das jetzt dauert, kann es natürlich auch sein, dass wir die ganze Folge nur noch Ifrit machen. Oh, wieder nicht. Meine Güte, nicke doch endlich. Hier wundere ich mich, dass Jonas Auto Phoenix gar nicht gegriffen hat vorhin bei Riku. Sie hat eigentlich noch dieselbe Rüstung, die sie auch gegen den schwarzen Bahamut hatte. So für die Folge haben wir noch ungefähr 6 Versuche. Hat sie denn diese Rüstung nicht mehr? Doch, sie hat sie immer noch. Gebe ich wacker mal die Waffe mit dem Präventivschlag. Auch wenn Ifrit immer nur einen trifft, mit Meteorit oder seinem normalen Angriff. Das ist eigentlich dieses blaue Zeichen hier. Also da sind diese... Das sind alles so Hinweise, das sind also Hinweise, die man bekommt, um mal die Passwörter einzugeben im Luftschiff. Also Gotteshand, Siegesarm und Masamune, Muramase oder so. Da bekommt man hier immer mal so ein paar Hinweise. Auch ganz am Anfang des Spiels in den Ruinen, wo wir im Wasser gelandet sind mit Tidus, gab es auch Hinweise. Die ergeben sich halt zusammen dann, wenn man sich die mitschreiben würde, zu dem jeweiligen Passwort, falls man es ohne Lösungsbuch und ohne Internet spielt. So, dritter Versuch. Wir können Ifrit auch nicht konventionell besiegen. Also mit anderen Bestia sind immer Ekstasen, weil wenn wir eine Ekstase gemacht haben, ist Ifrit öfter dran. Und dann könnte er einfach wieder Juna umhauen. Jetzt fangen wir auf jeden Fall an, weil Wacker Präventivschlag hat.
Heute haben wir halt ein bisschen Pech, das verzögert die ganzen Folgen ein bisschen. Aber wir haben bei Shiva zum Beispiel direkt beim ersten Mal Glück gehabt, dort hätten wir ja noch viel länger laufen müssen. Wenn wir dort den Kampf beim ersten Mal nicht direkt gewonnen hätten. Finde ich, dagegen ist das zwar auch nicht nett, aber fast noch human. Sensationell, wir haben's. Z-A-N-M-A-T-U-U, Feierabend. Bye bye, little Ifrit. So, ich werde nochmal zurückgehen, gleich speichern, dann können wir uns ja mal an die Kaktoren-Aufgabe ranmachen. Wieder eine Waffe für Riku. So viel dazu. Die Monster erstmal anschalten, für den, bis wir den Montisaurus gefangen haben. Gleich mal gucken, was Riku Schönes bekommen hat. Flexklaue, Hit-Expander und Hitzeschlag. Welche Siegel hier geholt haben wir bereits Hit-Expander. Für Blitzball bräuchte da erstmal Wasser, dafür ist ein bisschen trocken. Sehr schön. Fehlt nur noch ein Montisaurus, dann können wir hier endgültig ohne Monsterbegegnung durchlaufen. Jetzt können wir erstmal speichern, bevor wir das hier weitermachen. Natürlich können besiegen wir die dennoch weiter. Schließlich bringen sie viel Erfahrung. Jetzt ohne Vernichten bringen sie nicht ganz so viel, aber auch immerhin noch 8000. Und immer eine schöne Waffe. Jetzt noch einmal Montisaurus, das wäre ganz gut. Kann Titus demnächst seine Ekstase auch wieder an Yuna abgeben? Für dann, wenn wir das Kaktus fertig haben, wahrscheinlich das schwarze Magus-Trio.
Ixion müssen wir zweimal besiegen, den heben wir uns noch auf. Jojinbo, daher habe ich noch gar keine Strategie. Wer fehlt da noch? Jojinbo, Magus, also wir haben Valfaris, wir haben Ifrit, wir haben Shiva. Wir haben Bahamut und Anima. Da fehlt nur noch das Magus-Trio, Ixion und Jojinbo. Das auch erstmal erledigt. Hier lohnt sich ja nicht mal fliehen. Und wir die Monster auch genauso schnell besiegen. So renne ich eigentlich hier lang. Ist auch der falsche. I won't go so easy on you next time. Jetzt Rauben nicht mehr einfach nur X drücken und nach unten, sondern X drücken und nach rechts, sondern X drücken und nach unten. Hier müsste das Gebiet sein, wo der Sandsturm ist, genau. Finden wir dann später Riku ihr Siegel. I'll be right back. Für Tidus seine Ekstase wollte ich eigentlich auch nochmal an Yuna abgeben. Das Cocktail-Quest habe ich übrigens noch nie gemacht. Die anderen habe ich ja schon probiert. Sowas wie Schmetterlingsjagd, Blitze ausweichen, Chocobo-Rennen. Zehn starke Wächter kontrollieren den Sand. Okay, so. Jetzt werden wir mal ganz schnell. Erstmal will ich noch den Montisaurus haben. Live and let live. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn wir jetzt
ob wir diese Reihenfolge einhalten müssen. Oder ob wir zwischendurch auch andere Kaktoren fangen können. Live and let live. Erstmal würde ich trotzdem noch mal gerne einen Gegner namens Montisaurus finden. Ansonsten müssen wir jetzt erstmal in die Oase. Gibt es den ersten? Eigentlich auch den 9. Nur Montisaurus will noch nicht kommen. Da ist er. Geben wir erstmal die Ekstase ab, bevor wir das vergessen. Gut, Montisaurus, damit ist mal Bikanel abgeschlossen. Und wir können jetzt wieder ohne Monsterkämpfe weitermachen. So, Yuna muss jetzt eigentlich nicht sich bei Riku rumärgern. Ich werde sie jetzt zu Lulu schicken. Voraussetzt, wir haben den entsprechenden Spheroiden. Gut, Lulu steht da selbst bei sich, das ist natürlich ein bisschen doof. Ist jemand in der Nähe von Lulu? Wenn wir uns mit Yuna mal Richtung Ultima bewegen. Wacker ist Saisonende. Ich hoffe, wenn ich jetzt zur Oase fliege, dass das wirklich funktioniert. Hier ist der Kaktor.
Also wir müssen uns innerhalb der Zeit müssen wir uns dem Gegner nähern, aber er darf uns nicht angucken dabei, ansonsten müssen wir stehen bleiben. Wir haben 3 Versuche und wenn er uns anguckt oder wir es nicht in der Zeit schaffen, dann ist ein Versuch weg. Bei 3 Versuchen, wenn wir die nicht geschafft haben, kriegen wir den Spheroid des Verlierers. Und je nachdem, wie viel wir schaffen, je besser wird am Ende die Belohnung. Aber ist mir egal, wie gut wir hier sind. So, das war jetzt ganz schlecht. Aber ich will auch gar nicht schaffen, ich will da nur das Siegel für Ryuna. Das Beste, was es hier gibt, ist ein Freund-Spheroid. Und der Freund zu reden brauchen wir nicht. Und das ist der leichteste und ich bin hier ohne Chance. Aber wir haben ihn gefangen. Out of my way. Take that. Das erste Spheroid, den wir bekommen haben. Ich weiß nicht, ob wir jedes Mal wieder dahin müssen, um den Spheroiden hinzubringen. Das wäre schon ein bisschen nervig. Ich könnte Kimari super schöne Waffen einbauen hier. Der wird so dermaßen zum Powerhouse. Theoretisch ist jetzt hier in der Oase noch einer. Aber wie ich sehe, müssen wir jedes Mal wieder dahin. Dann kann das wirklich noch eine langwierige Aufgabe werden.
Wir werden in der nächsten Folge sehr viel zu rennen haben. Sehr, sehr viel zu rennen. Also mit Komplettlösung ist das kein schwieriges Quest, zumal wir die Charaktere nicht mal fangen müssen für Yuriko ihr Siegel, aber es ist halt ein sehr, sehr langwieriges Quest. Neun starke Wächter. Lumibia macht einen Umweg fort für eine Weile. Das sind immer so die Hinweise, was man kriegt. Also beim ersten stand ja, er sucht Wasser. Also haben wir bei der Oase gesucht. Ist ja klar. Er macht einen Umweg. Also wird er wahrscheinlich in irgendeiner Sackgasse sein. Also ich weiß schon, wo er ist. Er ist aber nicht verraten. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich gehe jetzt speichern. Dann machen wir weiter beim nächsten Mal. Dann schauen wir mal, ob wir das in der nächsten Folge schaffen. Also vom Schwierigkeitsgrad her sollten wir das alles schaffen. Weil wir halt die Charakter-Quest mit Absicht versauen oder uns nicht besonders anstrengen. Aber die Frage ist halt, wie wir das zeitlich in Angriff nehmen. Aber das sollte zu schaffen sein. Das war's für heute. Wir haben Ifrit geschafft, wir haben die Bikanel-Wüste komplett mit den Monstern abgegrast. Wir haben 0 Monster in unserer Waffe drin. Also können wir uns eigentlich nicht beklagen. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.